Hallo meine Freunde, hola Madridistas, morgen ist es soweit, morgen um 21:30 Uhr spielt Real Madrid ihr erstes Spiel in dieser Saison und ich habe eine riesen Vorfreude. Natürlich machen wir da auch wieder unseren Watchalong, ihr seid alle herzlich eingeladen. Aber dadurch, dass Madrid morgen spielt, bedeutet das natürlich, José Mourinho hat heute seine erste Pressekonferenz gegeben als Trainer von Real Madrid, zumindest in seiner zweiten Etappe, und da hat er einige Schlagzeilen dargelassen, die ich mit euch durchgehen wollte, die wir uns zusammen anhören sollten. Unter anderem, dass er keine ideale Elf hat, dass er möchte, die Jungs sollen um die Plätze kämpfen, aber auch, dass alle nach hinten arbeiten müssen. Dann gibt es Käufe, Verkäufe bei Real Madrid, Interviews von Spielern etc. Es wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Video. Viel Spaß dabei. Ja, kommen wir jetzt zu einem Thema, was immer wieder für unterschiedliche Gefühlslagen beim Madridismo sorgt, und zwar den Verkäufen von unseren Jugendspielern. In diesem Fall unterhalten wir uns über zwei. Fangen wir an mit dem Thema Manuel Ángel. Aber zunächst einmal wollte ich meine grundsätzliche Stellung zu diesen Transfers nehmen. Viele von euch sagen immer wieder, es ist traurig, die Jugendspieler von Real Madrid kriegen keine echte Chance, die werden immer wieder verkauft etc. Auf der anderen Seite haben wir alle gesehen, was ein Gonzalo Garcia letztes Jahr durchlebt hat. Die ganze Saison saß er quasi auf der Bank und der hatte sogar noch einige Spielminuten. Aber ein Endrick, ein Arda Güler kommen zwar nicht aus der Jugend von Madrid, aber haben auch ihre Erfahrungen gemacht, haben wichtige Entwicklungsjahre auf der Bank verbracht. Und natürlich, in einer idealen Welt würde ich mir wünschen, dass die ganze erste Elf von Real Madrid nur aus Castilla-Spielern besteht. Aber Real Madrid möchte jedes Jahr die Champions League gewinnen. Und Real Madrid hat nun mal die finanziellen Kapazität, sich die besten Spieler der Welt zu holen. Und ein anderer Verein, der hat die Kapazität nicht und muss deshalb so sehr auf seine Jugendspieler setzen. Und da gibt es gute und schlechte Phasen. Ich bin auch der Meinung, der FC Barcelona, nennen wir den beim Namen, hat gerade sehr viel Glück. Denn da, wo sie es am meisten brauchen, erscheint zum Beispiel ein Lamine Yamal etc. So einer, der ist auch nicht in jedem Jahrgang dabei. Also wir können jetzt nicht so tun, als wenn das einfach nur so funktionieren würde auf Dauer, sonst würde jede Mannschaft das so machen. Also, wie dem auch sei, ich finde die Art und Weise, wie Madrid das macht, richtig. Die Spieler würden nur auf der Ersatzbank sitzen, würden da vergammeln. Real Madrid sichert sich aber bei fast allen 50%, manchmal 30% der Rechte. Sollten die Spieler also den Durchbruch schaffen, hat Real Madrid es immer noch in ihren eigenen Händen, dem Spieler zu sagen, komm zurück, komm zu Real Madrid. Nimm dir ein Beispiel an, Dani Carvajal, spiel bei Leverkusen für ein Jahr, komm zurück und werd der beste rechte Verteidiger in der Geschichte des Fußballs. So sehe ich das. Auch ein Fede Valverde wurde nach Deportivo La Coruña ausgeliehen, Casemiro damals an Porto. Ich weiß, es ist nicht immer ideal und wir würden uns alle wahrscheinlich wünschen, dass mehr Castilla-Spieler ihre Chance kriegen. Aber die Realität von Real Madrid ist nun mal, dass da noch ein großer Sprung ist zwischen Jugend, zwischen Real Madrid Castilla und Real Madrid, einer Mannschaft, die Jahr für Jahr die Champions League gewinnen will. Das gleiche Problem haben auch andere Mannschaften. Ja, ausgenommen von der einen Mannschaft, aber wann hat der FC Barcelona das letzte Mal ein Champions League-Finale erreicht? Müssen wir uns auch alle fragen. Ja, wie dem auch sei, langes Vorwort, um euch zu erzählen, Real Madrid und Almería stehen kurz vor einer Einigung bezüglich Manuel Ángel. Real Madrid fordert 6 Millionen Euro für 50% der Rechte an ihrem Jugendakademie-Spieler. Manuel Ángel steht kurz vor einem Wechsel zu Almería. Nachdem in den letzten Wochen mehrere Angebote für den Nachwuchsspieler eingegangen waren, ist das Angebot von Almería, wie Journalist Ángel Garcia erklärte, am ehesten abgeschlossen. Laut Marca ist Real Madrid bereit, einem Transfer zuzustimmen, bei dem sie 6 Millionen Euro für 50% der Transferrechte an dem andalusischen Mittelfeldspieler fordern. Almería ist seinerseits an dieser Option interessiert, da sie Mami als hochkarätige Verstärkung für ihr Ziel sehen, unter Trainer García Pimienta in die erste Liga zurückzukehren. Ja, Almería, ein Verein, der letzte Saison knapp am Aufstieg gescheitert sind, wollen Manuel Ángel, wie der in Madrid genannt wird, Mami. Ja, 6 Millionen Euro für 50% des Spielers, was bedeutet, der Spieler hat ungefähr eine Valuation von 12 Millionen Euro. Für Real Madrid würde das wieder 6 Millionen mehr in die Kassen bedeuten, aber wie gesagt, immer das Vorkaufsrecht 50%.
wenn ein Manuel Ángel explodiert, und der ist ja die Position, wo Madrid Hilfe braucht, ein spielstarker Dirigent, wenn er die Erfahrung in der ersten Liga sammelt, sehen wir ihn vielleicht in ein paar Jahren wieder. Kommen wir zu einem Spieler, der auch noch zu 50% Real Madrid gehört, und das weiß kaum einer, Javi Rueda von Celta Vigo. Und diese Information kommt aus Galicien, da wo ich herkomme, hier in Spanien. Und zwar Victor Lopez, der schreibt nämlich, Nottingham Forest will Javi Rueda. Der Spieler ist sehr glücklich in Vigo, aber der englische Club legt ein Angebot auf den Tisch, mit dem er mehr als das Doppelte dessen verdienen würde, was er bei Celta verdient. Er hat weitere Angebote, alle aus Ländern außerhalb Spaniens. Der Club aus Vigo betrachtet Rueda als wichtiges Mitglied, berichtet von Radio Galega, galizisches Radio. El Marca oder El As, ich glaube, das war Marca, wenn ich mich nicht täusche, schreibt, Forest ist an Rueda interessiert. Nottingham Forest hat Interesse an einer Verpflichtung des Außenverteidigers von Celta Vigo. Seine Ausstiegsklausel beträgt 30 Millionen Euro. Wenn er aufgrund seiner Ausstiegsklausel transferiert wird, erhält Real Madrid 15 Millionen Euro, da sie 50% der Rechte an dem Spieler besitzen. Ja, also, das wäre wieder der nächste Transfer. Celta Vigo hält ihn zwar für sehr wichtig, aber er hat eine Ausstiegsklausel. Und wenn Javi Rueda zu Nottingham Forest sagt, zahlt meine Ausstiegsklausel, ich verdiene bei euch das Doppelte, dann ist er weg. Da kann Celta Vigo nicht viel machen. Real Madrid würden 15 Millionen mehr in die Kassen bekommen. Dazu noch von Manuel Ángel die 6 Millionen, wären 21 Millionen mehr auf die bereits 203,6 Millionen Euro. Wir wären bei ungefähr 224, 225 Millionen Euro. Ja, Real Madrid hätte einen Transfersommer, wo sie Gewinn gemacht hätten, und das, obwohl wir den teuersten Transfer aller Zeiten gemacht haben. So, wie dem auch sei, die Information wollte ich euch geben, aber es sind nicht nur Abgänge. Real Madrid hat gestern auch einen Neuzugang vermeldet. Die Information kommt von Ramón Álvarez de Mon. Lesen wir uns die auch zusammen einmal durch. Ryan Zinebi wird auf Leihbasis mit Kaufoption für 2 Millionen zu Real Madrid stoßen. Er kommt, um als Stürmer für Castilla zu spielen. Der Spieler reist von der marokkanischen U20 an, um die medizinischen Untersuchungen zu absolvieren. Danach wird er sich wieder den Nationalmannschaft anschließen. Die Übersetzung ist nicht super. Rodra 10 hatte im Voraus angekündigt, dass die Verpflichtung kurz vor dem Abstand stand. Rodra, wir wissen es inzwischen, ESPN waren die ersten, die darüber berichtet haben. Ramón Álvarez de Mon hat nachgehorcht und Ramón Álvarez de Mon hat sogar grünes Licht gegeben oder gesagt, das Ding ist durch. Eine Leihe mit Kaufoption in Höhe von 2 Millionen Euro für Ryan Zinebi, marokkanischer U20-Nationalstürmer, kommt zu Real Madrid Castilla. Solche Deals sind nicht immer gut. Eine Leihe mit Kaufoption, kannst du nicht viel falsch machen. Schlägt er ein, zahlst du die 2 Millionen Euro, schlägt er nicht ein, gibst du ihn wieder zurück. Er hat bereits Zweitliga-Erfahrung. Ihr wisst, Real Madrid Castilla spielt in der dritten Liga, möchte in die zweite Liga aufsteigen und der junge Marokkaner soll dabei helfen. Ich drücke ihm die Daumen. Hier habt ihr die Information her. Ryan Zinebi, neuer Spieler von Real Madrid. Ja, apropos neue Spieler von Real Madrid. Es gibt inzwischen die Präsentationen, von denen ich euch erzählt habe, wo die Spieler im engeren Kreis, ohne Presse, ohne Stadion etc. von Florentino Pérez quasi persönlich in Empfang genommen werden bei Real Madrid, ihre Verträge unterschreiben. Real Madrid macht da tolle Videos zu. Aber am Ende führen sie auch immer so ein kurzes Interview. Das von Bernardo Silva waren 6 Minuten. Aber die ersten 1,5 Minuten fand ich sehr interessant. Hören wir da zusammen. Einmal rein. Sehr glücklich. Wenn man hierher kommt und auch mit dem Präsidenten in diesem Raum ist, zeigen sie einem alle Trophäen. Ich wusste bereits, wie groß Real Madrid ist, aber wenn man es persönlich spürt, ist man sehr glücklich, für diesen Verein spielen zu können. Schon als kleiner Junge, wenn man noch gar nicht weiß, ob man Spieler wird oder nicht, träumt man davon, bei einem Verein wie Real Madrid zu spielen. Und dann hier sein zu können, jetzt für diesen Verein zu spielen, zu versuchen, Trophäen zu gewinnen und den Siegesweg von Real Madrid fortzusetzen, das ist sehr schön. Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich. Da ich schon ziemlich oft im Bernabéu gespielt habe, ist es, wenn man ankommt und sich die 15 Champions League-Titel ansieht, die dort ausgestellt sind, sehr beeindruckend. Und sie hier zu haben, ist etwas ganz Besonderes. Es bedeutet, für einen Verein zu spielen, der die 15 Champions League-Titel hat, das ist nicht für jeden. Deshalb bin ich sehr stolz und werde jetzt alles für diesen Verein geben. Hallo Madridistas, Bernardo hier. Ich bin sehr glücklich, bei euch zu sein, bald auch im Bernabéu spielen zu können und euch kennenzulernen.
Und nun ja, jetzt heißt es arbeiten, um zu gewinnen, um weiterhin Titel zu gewinnen. Denn das ist es, woran dieser Verein gewöhnt ist. Und Hala Madrid? Ja, und war das vielleicht eine kleine Ohrfeige an Rodri? Weil er hat ja gesagt, die Mannschaft mit 15 Champions League, das ist nicht was für jeden. Und viele sagen, das war ein kleiner Wink in Richtung Rodri. Ich glaube auch, die Beziehungen zwischen den beiden sind gerade nicht die besten, obwohl sie jahrelang zusammengespielt haben. Denn die Aktion aus der WM, ja, das zeigt auch wieder, was für ein Charakter Rodri ist, was für ein Aasgeier. Wo dein Kamerad, mit dem du jahrelang zusammengespielt hast, den da so anmachen, während er gerade die Chance für sein Land vergeben hat. Ich hoffe einfach, ein Bernardo Silva zahlt ihm das auf dem Platz zurück. Aber ihr hört, Bernardo Silva, wenn du hier ankommst und die 15 Champions League siehst, das ist beeindruckend. Das Bernabeu ist beeindruckend. Er hat oft da gespielt, aber jetzt hofft er natürlich als Madrid-Spieler, dass er Flügel im Bernabeu bekommt, dass die Fans ihn anfeuern. Ja, und ich freue mich auf den Bernardo Silva. Ich sage immer wieder, könnte einer der wichtigsten Transfers in diesem Sommer gewesen sein. Das ist die Position, wo Madrid am meisten Hilfe gebraucht hat. Ja, drücken wir den Portugiesen die Daumen, dass er die nötige Hilfe bringt. Ja, ein anderer Spieler, der auch sein erstes Interview, auch die Präsentation hatte, war ein Ibrahima Konate. Während ich dieses Video mache, macht übrigens Denzel Dumfries das gerade. Aber Ibrahima Konate auch seine ersten Worte an Real Madrid. Und achtet mal bitte, was er die ganze Zeit macht, wo er die ganze Zeit hinschaut. Ich fand das überragend. Das bedeutet mir so viel, denn Madrid war meine erste Chance, als ich jung war. Es war ein Geschenk meines großen Bruders. Und seit ich jung bin, habe ich immer davon geträumt, für diesen großartigen Verein zu spielen. Und heute lebe ich diesen Traum, wissen Sie. Und ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Und ich weiß, dass der Verein sehr hohe Erwartungen an die Spieler hat, an jeden, der dieses Trikot trägt. Und ich bin hier, um für diesen Verein zu kämpfen und alles auf dem Platz und auch außerhalb des Platzes zu geben. Ich fühle mich großartig. Ich bin sehr emotional. Nur wegen eines Spiels, dem in Paris im Jahr 2022, denn damals habe ich für Liverpool gespielt und Madrid hat wieder diese Champions League gewonnen. Aber ich möchte Teil dieser Geschichte sein und ich hoffe wirklich, dass ich etwas gewinnen kann, eine Champions League mit diesem Verein gewinnen kann und auch für immer Teil dieses Vereins sein kann. Guten Tag zusammen. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Zuerst möchte ich dem Präsidenten, dem Trainer und Real Madrid für das Vertrauen danken. Ich möchte auch meiner Familie, meinen Freunden und all den Menschen danken, die mich von Anfang an unterstützt haben. Ohne sie wäre ich heute nicht hier. Seit ich ein Kind war, habe ich von diesem Moment geträumt. Heute wird dieser Traum Wirklichkeit. Ich weiß sehr genau, wofür dieser Verein steht. Es ist mir große Verantwortung, aber auch eine große Motivation. Ich möchte auch den Fans für ihre Zuneigung danken. Das bedeutet mir und meiner Familie sehr viel. Ich verspreche, alles für dieses Trikot zu geben, jeden Tag mein Bestes zu geben und dem Team zu helfen. Ich hoffe, großartige Momente zu erleben und viele Titel zu gewinnen. Hala Madrid! Ja, der kriegt ja seine Augen gar nicht von den Champions League-Titeln mehr weg. Das ist ja wie ein Kind. Bei Toys R Us gibt's das noch oder im Spieleparadies, wo auch immer, der ist die ganze Zeit nur am gucken, wo sind diese Champions League-Titel. Okay, den einen hat er im Finale mit Liverpool gegen Madrid verloren, aber man sieht, der ist ja quasi besessen von der Champions League. Der möchte unbedingt mit Real Madrid Titel gewinnen. Beide sagen das, auch ein Bernardo Silva. Dafür sind wir bei Madrid. Madrid steht dafür, Titel zu gewinnen. Alle haben die gleiche Mission. Jose Mourinho, jeden Spieler, den man hört, Mbappé, alle haben das Gleiche gesagt. Titel, Titel, Titel. Ja, darum geht es diese Saison bei Real Madrid. Schöne Worte von Bernardo Silva und Ibrahima Konate. Damit das Video jetzt nicht aus allen Nähten platzt, es gab auch noch eine Aussage von Diomandé. Es gibt noch einen weiteren Spieler, Gerüchte. Dazu kommen wir morgen hoffentlich im Video, wenn ich Zeit finde. Kommen wir aber jetzt zum Chef der Mission. Zu dem, der diese Moral
dieses Ziel vorgibt bei Real Madrid, der immer wieder klar macht, Titel, Titel, Titel. Und das ist natürlich José Mourinho. Der hat eine lange Pressekonferenz geführt, über 20 Minuten. Der hat über alles geredet. Der hat darüber geredet, wie er nach Madrid gekommen ist. Der hat geredet über Vinis Vertragsverlängerung. Der hat geredet über Rodri. Der hat wirklich sämtliche Themen, wie der Fede Valverde, Tchouaméni, wie sind die Kapitäne von Real Madrid. Also eine sehr interessante Pressekonferenz. Ich überlege, die mir auch ins Deutsche komplett zu übersetzen und die einfach auf meinem Kanal hochzuladen, damit ihr auch mal die Möglichkeit habt, das alles zu hören. Aber ich habe mir 2 Antworten rausgepickt, nämlich 2 Sachen, die mich beschäftigen und ich glaube euch auch. Der erste Punkt ist, sieht es aus wie die letzten 2 Jahre, dass da vorne ein Mbappé rumsteht, ein Vini rumsteht, ein Bellingham rumsteht, vielleicht ein Diomandé auch und die 7 anderen sollen gucken, wie die gegen 11 verteidigen? Wird es das wiedergeben? Hier die Antwort von José Mourinho. Das ist von Spiel zu Spiel unterschiedlich, von Gegner zu Gegner. Aber man muss mit 11 Mann verteidigen. Wenn du mich fragst, was bedeutet das mit 11 Mann verteidigen? Das kann vieles bedeuten. Wenn es eine Mannschaft ist, die uns unter Druck setzt und uns in unserem Defensivdrittel in große Schwierigkeiten bringt, dann müssen wir alle verteidigen. Wenn es eine Mannschaft ist, die wir hochpressen, bei der wir verhindern, dass sie herauskommt und bei der wir es schaffen, die ganze Zeit in der gegnerischen Hälfte zu spielen, dann muss man nicht verteidigen, dann muss man einfach nur spielen und Druck machen. Es hängt von der Situation ab, aber man muss arbeiten. Es ist eine Sache, durch Pressing zu arbeiten und eine andere Sache, durch das Schließen von Räumen zu arbeiten. Es gibt Spieler, die wirklich pressen müssen und Spieler, die Räume schließen müssen. Aber das Konzept, dass es Leute gibt, die verteidigen und Leute, die nur auf den Ballgewinn warten, das funktioniert nicht. Aber ich sag dir, bisher war die Reaktion von allen, jedes Mal, wenn wir an defensiven Konzepten gearbeitet haben, sehr gut. 0 Probleme. Alle 11 müssen verteidigen. Manche müssen pressen, manche müssen Räume zumachen, aber im heutigen Fußball klappt es nicht mehr, wenn nur 10 verteidigen. Alle müssen arbeiten. Auch ein Kylian Mbappé, auch ein Vini Junior. Andere müssen vielleicht pressen, die müssen vielleicht Räume zulaufen, aber die Räume müssen zugelaufen werden. Sonst klappt das nicht. Und José Mourinho sagt, bisher kein Problem, alle ziehen mit und ich bleibe dabei, das ist das größte Problem in den letzten Jahren gewesen, dass einige Egos meinen, sie seien wichtiger als Madrid. Und ich glaube, ich erkenne in José Mourinho die Entschlossenheit, wenn er das sieht, dass er die Jungs direkt auf die Bank setzt. Bei José Mourinho müssen alle 11 arbeiten. Das hat er selber gesagt. Ja, und sind diese 11 schon fest? Ist schon entschieden, wer diese 11 sind, wenn morgen das Champions League-Finale wäre? Auch das hat José Mourinho entschieden. Aber auf die Frage, ob ich eine, wie du es gesagt hast, eine Stammelf, eine ideale Elf habe, ich habe keine ideale Elf. Oder falls ich eine habe, nein, ich will keine haben. Ich möchte die Tür offen halten für den Wettbewerb. Es sind sehr viele Spiele. Wir kommen auch in eine Phase mit Spielen alle 3 Tage. Danach gehen sie für 3 Wochen in den Urlaub, in Anführungszeichen. Und wenn sie zurückkommen, weiß ich nicht, wie sie ankommen. Man weiß ja nie, wie sie ankommen. Aber wir haben ein ideales Modell, das schon. Daran arbeiten wir. Hey, wir wissen, wie wir aufbauen wollen, wir wissen, wie wir pressen wollen, wir wissen, wie wir kompakt stehen wollen, wir wissen, wie wir gegen eine Mannschaft spielen, die in diesem System spielt, gegen eine Mannschaft, die in einem anderen System spielt. Es ist taktische Kultur, die wir gerade aufbauen. Eine ideale 11? Natürlich nicht. Das will ich nicht spüren. Und außerdem, wenn wir von Spielern auf hohem Niveau sprechen, wenn wir zum Beispiel über Trent und Dumfries sprechen, wenn wir über Cucurella, Carreras sprechen, als 2 Beispiele. Nein, es ist nicht möglich zu denken, dass einer 60 Spiele bestreiten wird und der andere nicht spielt. Oder einer spielt 10 und der andere spielt 50. Nee, das ist nicht möglich. Wir haben viel Qualität. Wenn er eine erste 11 im Kopf hätte,
dann wolle er die vergessen oder dann wolle er das nicht. Er möchte, dass alle eine faire Chance bekommen. Und so ist das richtig. Namen alleine gewinnen keine Titel. Spieler, die alles auf dem Platz geben, entscheiden Titel. Und wenn ein Bernardo Silva es mehr verdient hat als ein Camavinga, dann spielt ein Bernardo Silva. Oder wenn ein Endrick es mehr verdient hat als ein Mbappé, dann spielt ein Endrick. Wenn ein ein Syria es mehr verdient hat als ein Vinicius, dann spielt ein Syria. Nur so kannst du die Wettbewerbsfähigkeit in der Mannschaft hochhalten. Er hat auch gesagt, er möchte keinen riesigen Kader, er möchte aber auch jedes Wochenende schwere Entscheidungen treffen. Das waren seine Worte. Er hat gesagt, ja, wenn irgendeiner beim Training vom Gas gibt, dann macht es mir leicht. Aber ich möchte keine leichten Entscheidungen. Ich möchte schwierige Entscheidungen bis zum Ende der Saison. Ja, und ich weiß, viele von uns bangen gerade, ich rede jetzt von mir selber, um den Platz von Arda Güler. Für mich der Beste in der Vorbereitung, für mich der beste Spieler in der letzten Saison. Für mich hat er sich seinen Stammplatz erarbeitet und ich würde es nicht akzeptieren, wenn ein Bellingham kommt und nur weil er Bellingham heißt, spielt, obwohl er kein Vollgas gibt. Versteht mich nicht falsch, wenn ich den Bellingham aus der englischen Nationalmannschaft bei der WM kriege, der da alles zerreißt, dann meckere ich nicht, dann soll der gerne spielen. Aber wenn sich wieder das einschleicht, dass die Jungs spielen, weil sie Bellingham heißen, Mbappé und Vini, dann hat Real Madrid ein Problem. José Mourinho möchte das nicht. Ja, im Großen und Ganzen war das eine Zusammenfassung aus dem heutigen Tag. Es gibt noch mit Sicherheit 5, 6 andere Themen, aber ich musste mich heute ein bisschen entscheiden. Es geht auch noch um Schiedsrichter, die keine Interviews im Bernabeu führen. Ich weiß, zurzeit gibt es sehr viele Informationen rund um Real Madrid. Ich hoffe trotzdem, diese Zusammenfassung hat euch gefallen. Wenn ja, wenn ihr akute Themen wollt, schreibt das gerne in die Kommentare, über was ich morgen berichten soll. Ansonsten hoffe ich, ihr unterstützt dieses Video mit einem Like, mit einem Hype, mit einem Follow. Das unterstützt mich ungemein. Ja, und morgen sehen wir uns wieder mit einer Menge Themen. Also, bis dahin.